Stell dir vor, es ist wieder Jahr 2020. Damals war ich noch in Moskau, in meiner Heimatstadt. Und in diesem Jahr ist noch was Schlechtes außer Corona passiert. In Moskau wurde das einst größte Überleitungsbusnetz der Welt abgeschafft. Es war ein deutliches Zeichen der Inkompetenz. In Berlin wurde zugleich eine massive Machbarkeitsstudie veröffentlicht, die erklärte, ein modernes Überleitungsbusnetz in deutscher Hauptstadt sei für die Elektrifizierung und Dekarbonisierung nötig. Sehr verheißungsvoll, aber 300 Seiten Forschung, um einfach alles im Stillen zu begraben? Hätte es auch anders kommen können? Heutzutage ist fossilfreie Mobilität nicht nur ein Trend, sondern auch eine Herausforderung. Der Weg zum umweltschonenden Verkehrsnetz ist in jeder Stadt anders. Was in Moskau geschehen ist und gerade passiert, heißt die Umstellung auf einen einzigen Elektrobus-Typ, was schon mehrmals von Experten kritisiert wurde. Die Hauptsache ist, dass es in unserer Realität dank des technologischen Fortschritts möglich ist, für jedes Problem eine angepasste Lösung zu finden, ohne völlig auf ein Verkehrsmittel verzichten zu müssen. Seit langem gibt es in Berlin schon Pläne, bis zum Jahr 2030 eine vollständig elektrifizierte Busflotte zu haben. Aber jetzt, wegen der Haushaltskürzungen, scheint dieses Ziel kompliziert zu erreichen. Weil Berlins wurde es anscheinend vernachlässigt, die Batterieüberleitungsbusse in Angriff zu nehmen. Die Berliner Regierung hat beschlossen, die oben genannte Technologie zu prüfen, und trotz der verheißungsvollen Ergebnisse einer speziellen Studie gab es weder weitere Maßnahmen noch öffentliche Verweigerungserklärungen. Um herauszufinden, ob die Batterieüberleitungsbusse für Berlin zukunftsorientiert sind, soll ich erst klären, welche Elektrobusse zurzeit zur Verfügung stehen. Unter Elektrobussen bestehen jetzt zwei bevorzugte Varianten, mit Depotlader und mit Gelegenheitslader. Die ersten sind besonders dank ihrer Reichweite populär, die größten Speicherkapazitäten, die sowohl für Stadtlinien als auch für Regionalverkehr geeignet sind. Die Aufladung der Batterien erfolgt zum Beispiel nachts in einem Betriebshof, wodurch aber ein riesiger Stromverbrauch entsteht. Gelegenheitslader benötigen wiederkehrende Aufenthaltszeiten an Ladestationen im Laufe eines Tages, weil sie im Gegensatz zu Depotlader eine begrenzte Batteriekapazität haben. Dies kann zu zusätzlichen Problemen führen, da Busse in Berlin aufgrund der geringen Anzahl von Fahrspuren stark von der Verkehrslage abhängig sind. Steht ein Elektrobus im Stau, hat er infolgedessen weniger Zeit zum Aufladen an der Endhaltestelle, was entweder zu einer verspäteten Ankunft oder zum Ausfall der nächsten Fahrt führt. Sowohl Depotlader als auch Gelegenheitslader sind in Berlin schon in Betrieb. Mit den Überleitungsbussen ist es dagegen komplizierter. Zwei getrennte Überleitungsbusnetze wurden schon in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts stillgelegt. Damals gab es aber keine Batterieüberleitungsbusse, nur konventionelle, die von den Überleitungen stets abhängig waren. Batterieüberleitungsbusse sind schon eine ausgereifte Technologie, die aus konventionellen Überleitungsbussen stammt. Sie sind dank der Batterien zwar autonom, aber nur teilweise, haben doch einen deutlichen Vorteil, dass sie keine Aufenthaltszeiten an Ladestationen brauchen, wenn die Route mit Oberleitung zum Teil ausgerüstet ist. Darüber hinaus kann ein Oberleitungsbusabschnitt nach Möglichkeit mehrere Linien versorgen. Daher sind im Gegensatz zu den Elektrobussen weder Ladestationen an den Endhaltestellen noch Ladestationen in den Betriebshöfen erforderlich. In Prag wird jetzt das Oberleitungsbussystem wieder aufgebaut und einige Methoden können auch in Berlin genutzt werden. Für bessere Wirtschaftlichkeit sind vor allem hochfrequente Linien auf Batterieüberleitungsbusse umzustellen. Sie laden regelmäßig unterwegs auf, daher benötigen sie auch keine große Batterie, was weniger Zusatzemissionen bedeutet. Und bei langen Fahrzeugen auch mehr Platz für die Fahrgäste. Wie es schon erwähnt wurde, können mehrere Linien durch einen Überleitungsabschnitt versorgt werden. Für Berlin habe ich ein Anwendungskonzept erstellt, um herauszufinden, welche Buslinien theoretisch auf Batterieüberleitungsbussen umgestellt werden können. Zunächst ist klar geworden, dass es nicht viele hochfrequente Buslinien in Berlin gibt, die einen langen gemeinsamen Abschnitt haben. Allerdings gibt es einige Ausnahmen davon, das heißt Zeit für Bestandsaufnahme. Viele Linien in Spandau entsprechen den oben genannten Kriterien. Bahnhof Spandau ist ein wichtiger Knotenpunkt für diese Linien. Mein Konzept ist in 8 Phasen unterteilt, von denen 5 unmittelbar die Routen durch Spandau betreffen. Der minimale Anteil Oberleitung an den Streckenlängen beträgt ca. 30%. Die erste Phase ist für Probebetrieb auf den Linien M36 und 136 geeignet.
Mit Hilfe einer kurzen Teststrecke kann man besser ermitteln, welche Herausforderungen zu beachten sind. Das Problem ist, dass eine der Endhaltestellen auf der Straße ist. Ob man hier die Ladestation aufstellen kann, ist ja eine große Frage. Eigentlich sind beide Endhaltestellen der Linie M36 auf der Straße. M36 ist kurz, das heißt, sie ist für Gelegenheitslade geeignet, aber kein Platz für Ladestationen. Dann vielleicht Depotlader, aber sie sind für längere Linien vorgesehen. Das Konzept des Oberleitungsbusnetzes bietet nicht nur eine Lösung für dieses Problem, sondern auch Infrastruktur für Elektrifizierung weiterer Linien. Eine kleine Oberleitungsverlängerung wird den Oberleitungsbussenbetrieb auf der Linie X36 ermöglichen. Dass die Oberleitung nur einen Linienabschnitt betrifft, ist auch ein Vorteil. Es ist möglich, die Bereiche der Strecke auszuwählen, die am wenigsten von visueller Beeinträchtigung betroffen sind. Dies ist auch für weitere Phasen berücksichtigt. Zum Beispiel für die Linie M45. Hier gibt es eine breite Straße, sogar mit Busstreifen. Betriebshof Spandau sollte für Batterie-Oberleitungsbusse umgestattet werden und zwar auch erweitert werden, aber das ist nie geschehen und jetzt stehen hier nur Dieselbusse und zwar relativ viel. Fall Berlins ist es ein Muss, verlässliches Busangebot auf allen hochfrequenten und langen Linien zu sichern. Wenn man alle Besonderheiten dieser Linien berücksichtigen und gut ausnutzen will, soll man auch verschiedene Technologien in Erwägung ziehen. In unserer Situation sind lange gemeinsame Streckenabschnitte eine deutliche Besonderheit, was später ein wichtiger Grund für die Einführung von Batterie-Oberleitungsbussen werden könnte. Weil wo die Schwierigkeiten mit einem Elektrobus-Typ beginnen, beginnen auch die Chancen für Batterie-Oberleitungsbussen. Auf der Grundlage der umfangreichen Erfahrungen mit Batterie-Oberleitungsbussen sowie der bestehenden Erfahrungen mit Elektrobussen kann eine effektive Synergie durch den gemeinsamen Einsatz von Batterie-Oberleitungsbussen, Gelegenheitslader und Depotlader erreicht werden, je nach den Besonderheiten der jeweiligen Linie. Mein Konzept ist auf keinen Fall eine endgültige Maßnahme, aber wenigstens ist es wichtig, nicht aufzugeben, damit die beste Option gefunden werden kann. Und ich bin persönlich bereit, das weiterzumachen. Was haltet ihr von meinen Ideen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.